Nachdem wir unser Unternehmen nun angelegt haben, schauen wir uns die nächsten Register an. Register Umsatz. In diesem Register kannst du nun deine Planumsätze angeben. Im ersten Schritt trägst du die Bezeichnung des Produktes oder der Dienstleistung ein und ordnest sie dem richtigen Bereich zu, der Produktion, dem Handel oder der Dienstleistung bzw. Handwerk. Und klickst danach auf Anlegen. Gib dazu deinen geplanten bzw. gewünschten Absatz in Mengeneinheiten ein. Im nächsten Schritt den dazugehörigen Nettoverkaufspreis, deinen Materialaufwand und deine bezogenen Leistungen pro Einheit ein. Um beispielsweise den Umsatz dieses Jahres zu konkretisieren, kannst du auf das Erweiterungssymbol neben dem Jahr klicken und die Planungsumsätze für die einzelnen Monate eintragen. Der Jahresumsatz ergibt sich dann aus der Summe der Monatsumsätze. Beachte, du solltest dich zu Beginn deiner Planung mit deinen Geldgebern abstimmen, ob eine monatsgenaue Planung für das erste Planjahr erforderlich ist oder ob eine Jahresplanung genügt. Beispielsweise ist eine monatsgenaue Planung für viele Banken von Interesse. Mit einem Klick auf das Symbol verkleinert sich das Ganze wieder. Nun kannst du die Umsätze für das nächste Jahr bzw. für die nächsten Jahre eingeben. Dazu gibt es auch zwei Möglichkeiten. Du kannst entweder die Werte einzeln eingeben oder den Wert des ersten Planungsjahres in das nächste Jahr übertragen. Dazu wird nun der Button, der erscheint, wenn man hineinklickt, angeklickt. Und schon sind die Daten übertragen. Falls du jedoch von einer Umsatzsteigerung in Prozent für die nächsten Planjahre ausgehst, kannst du das auch einfach berechnen lassen. Passe dazu den Prozentsatz der Mengenänderung per anno in der oberen Zeile an und klicke anschließend auf das Übertragungssymbol neben dem Betrag. Die Planmengen der restlichen Planungsjahre wird nun automatisch berechnet. Bei der Planung des Nettoverkaufspreises, der Lizenzgebühren, Materialaufwand und der bezogenen Leistungen wird gleich vorgegangen. Der Unterschied ist, dass sich hier die automatische Berechnung der prozentuellen Veränderung der nächsten Jahre auf die Preisänderung per anno bezieht und nicht auf die Mengenänderung. Auch hier musst du nun nach der Anpassung in die einzelnen Beträge hineinklicken und auf das Übertragungssymbol gehen. Und schon sind die Werte für die nächsten Jahre ausgerechnet und übertragen. Fügen wir einen weiteren Bereich hinzu. Im Bereich Handel erfasst du die gesamte Planabsatzmenge des Planverkaufspreises pro Einheit und den Handelswareneinsatz pro Einheit des jeweiligen Jahres. Auch hier kannst du eine durchschnittliche prozentuelle Veränderung der Mengen und der Preise per anno vornehmen und durch das Übertragen-Symbol in die nächsten Jahre übertragen. Die Planumsätze werden auch hier einfach automatisch berechnet. Ich füge nun einen weiteren Bereich hinzu, und zwar möchte ich den Bereich Dienstleistung und Handwerk noch abdecken. Die Eingaben sind hier der geplante Dienstleistungsumsatz, Materialaufwand und die bezogenen Leistungen der jeweiligen Jahre. Auch hier kannst du durch eine Mengen- bzw. Preisänderung die Werte in die nächsten Jahre einfach übertragen lassen. Wie sich deine Umsätze auf die Liquidität und auf deinen Gewinn auswirken, kannst du im Register Ergebnis sehen. Bei einer Einnahmen-Ausgabenrechnung sieht der Bereich Ergebnisübersicht, hier weiter unten, unter Betriebseinnahmen die Summe deiner Erlöse. Hier kannst du auch sonstige Einnahmen für die Planung mit berücksichtigen. Unter Rohertrag siehst du deine Einsätze, die du für deine Ware, Dienstleistung oder das Produkt aufgewendet hast. Diese verringern dein Ergebnis. Schlussendlich wird dir unter der Ergebnisübersicht dein Ergebnis vor Steuern berechnet.
was für den Liquiditätsplan benötigt wird, um deine Liquidität zu berechnen. Hier weiter oben im genannten Liquiditätsplan findest du die Position Überschuss und Bedarf. Und diese zeigt, wie viel Cash du nach deinem Planjahr zur Verfügung hast und ob eventuell ein weiterer Finanzierungsbedarf besteht. Bei der Bilanzierung wird das Ergebnis vor Steuern in der G&V berechnet. Hier findest du deine Umsätze im Betriebsergebnis, deine Aufwände und deine Wareneinsätze. Bezüglich des Umsatzes hast du im Punkt Parameter nun auch die Möglichkeit, Parameter einzustellen, die sich auf das Ergebnis auswirken. Für den Umsatz und seine Auswirkung auf das Ergebnis sind die Optionen Lager, Kunden und Lieferanten ausschlaggebend. Beachte aber, dass die Option Lager nur für Bilanzierung möglich ist, weshalb wir jetzt hier auf Bilanzierung wechseln, um uns das Ganze gemeinsam anzusehen. Widmen wir uns nun dem Lager zu, der wie gesagt nur für Bilanzierer verfügbar ist. Hier kannst du angeben, wie viele Tage du mit deinem Materiallager auskommen wirst. Hier kannst du 0, 30, 60 oder 90 Tage auswählen. Befindet sich deine Ware über längere Zeit im Lager, so kommt es zu einer Bestandsvermehrung. Die Bestandsvermehrung deines Warenlagers kannst du in der Betriebsleistung deiner G&V sehen. Sie erhöht deine Betriebsleistung. Da eine Betriebsveränderung jedoch neutral ist und deinen Gewinn nicht erhöht, wird diese im Betriebsergebnis im Materialaufwand dazugerechnet. Schauen wir uns als nächstes gemeinsam das Register Investitionen an.